Herzlich willkommen bei Gerys Modellblog zu einem neuen Video, und zwar haben wir einmal wieder News, RC-News, und zwar ist jetzt rausgekommen der neue RocHobby Kübelwagen Typ 82 im Maßstab 1:12, ja. Den, ich sehe schon ein bisschen im Hintergrund, den wollen wir uns jetzt anschauen, aber erst noch ein Intro. So, da sind wir wieder, und zwar geht es um den Kübelwagen, der jetzt rauskommt. Also er ist jetzt schon gelistet bei Bauer, ja. Der kommt jetzt raus, den kriege ich auch demnächst dann zum Vorstellen genauer, ja. Und bevor wir uns einmal die ganzen Daten alles anschauen, die Bilder dazu anschauen, schauen wir uns kurz ein Video an. Das zeigt recht cool, also recht eine coole Story dahinter auch, und hat mich echt überrascht, der Kübelwagen, mit welchen Details die da aufwarten. Also echt Hut ab, die setzen da eine neue hohe Latte, also schon echt cool, ja. Aber schauen wir uns das Video mal an. Da 10 Minuten, also was ein bisschen langweilig, aber es ist nicht langweilig, weil ein bisschen die Geschichte dahinter erleichtert wird, aber starten wir durch. As the bucket or tub car, the Kübelwagen Type 82 was a light military vehicle designed by Ferdinand Porsche and built by Volkswagen during World War II for military use. Simple, reliable, rugged, with good cross-country performance, cheap and tailored for mass production, the Volkswagen Kübelwagen was everything needed for a versatile standard liaison, staff, recce, utility vehicle on the battlefield. The Kübelwagen was simplicity itself, with a two-wheel drive configuration so successful to cope with snow. Ich finde das irgendwie cool, wenn man ein bisschen die ganze Geschichte auf dem Kübelwagen sieht, ja. Und vor allem sieht man auch, wie der in echt ausgeschaut hat, und dann hat man auch ein bisschen Vergleich auch entsprechend. Und von dem her finde ich es echt cool. Und jetzt schauen wir weiter. Ice and mud, the vehicle surprised even those in charge of the development. In some tests, it showed even superior handling characteristics than some 4x4s. This was due to a combination of a lightweight chassis and smooth, flat underbody, which surfed on soft surfaces just. Die sind ja schon ziemlich durchbeilt geworden mit dem Fahrzeug. Also, Komfort schaut anders aus. Like a motorized sled, allowing it to follow tracked vehicles without much trouble. Having Den Billig-Chip, den haben wir schon rausgebracht, da in einem 1:6 und in 1:12, und jetzt kommt eben der Kübelwagen. Already released the Allied Jeep, it felt only right to deliver the Axis equivalent in the form of a 1/12 scale Kübelwagen Type 82. The rear-mounted air. Also wir sehen schon hinten Lichter entsprechend, mit Blinker und mit permanenten Rückfahrlicht. Cooled engine has been seht ihr schon, hinten geht die Klappe auf und der Motor dreht sich mit. faithfully recreated to mirror the original. The cylinders of the horizontally opposed engine are distributed on both sides. A 130 motor in the right cylinder position. Also jetzt seht ihr schon, da ist das komplette Getriebe drin, wirklich im Motor. Distributed on both sides. 130 motor in the right cylinder position, and another 130 motor reserved for the left side, which can output twice as much power when The engine crankshaft flywheel is connected by a belt to drive the generator and the cooling fan as well. The semicircular fan fairing is a major feature, in which the airflow is distributed to the cylinders on both sides. All is restored within the 1/12 model so that you can observe the blades rotating through the fan intake when the motor is running. The real Kübelwagen had 4 forward gears. The corresponding red line gear shift tips is available on the dashboard. On the model, we designed a 2-speed shift to simulate the speed of the first and third gears of the Und was ihr da schon seht, das Ding hat Portalachsen.
in der Maßstab 1:12. So genial. Car. Power crosses over from the top of the rear axle differential and then returns to the rear axle. The model shares the same structure as the real engine with the benefit of compactness, making it easy to switch Genau, der hat natürlich Allradantrieb. between four. Und was ja auch typisch ist, was gegenüber alle anderen Fahrzeugen, das ist ja, sag ich mal, das Fahrzeug war ja ein Wannenchassis, also kein Rahmenchassis, sondern ein Wannenchassis, glaube ich. Und auch die Bodenplatte ist komplett eben und plan, also man sieht da keinen Rahmen, kein Träger oder sonst was, das finde ich extrem cool. Wheel drive and rear wheel drive modes. Und du kannst switchen auf der Fernbedienung zwischen nur Hinterradantrieb und Vorderradantrieb, also zwischen Allrad und nur Hinterradantrieb. Also du kannst ein Allrad auskoppeln, dann hast du nur einen Hinterradantrieb. Then let's move to the chassis. The popular Da seht ihr es, Portalachsen drinnen. axle in today's climbing car market has been in mass production for barrel car as early as 82 years ago, making the barrel car chassis minimum ground clearance of 310 millimeters, dwarfing all modern off-road cars on the market today. On the real car, the front and rear wheel speeds are balanced by increasing the front axle differential gear ratio, while on the model, we set the door axle reproduction ratio to 1:1 for common front and rear axle differential. Was mir jetzt sogar mein Modell über Herz ein bisschen jetzt wehtut, aber das kann man überschauen, die Kreuzschlitzstrafen, da tut mir ein bisschen das Herz weh, aber das ist mir egal. Differentials. The model features a solid load-bearing chassis with stamped central spine for high torsional resistance. That also houses the central drive shaft and electrical wiring. The one-piece injection molding features the texture of the original full-size metal stamping with plastic reinforcement areas restored according to the actual car. The front... Ja, und das ist wieder eine Besonderheit, der hat Einzelradaufhängung vorne, wie das Original. Also es ist so mega, also seht ihr jetzt, also wirklich, check sie selbst. And rear wheels adopt torsion bar springs independent suspension, allowing long travel capability, which also takes up little space. We use torsion springs instead of torsion bar springs to present the front and rear suspension, easy to disassemble and fine-tune. The car body, on which the R&D team spent the most time on, you can see the Bosch horn and headlights, and Notec camouflage lights. The tires are the most common, 5.25 by 16, as used on the barrel car. Like the real car, the simulated wheels need to be fixed with 5 screws, with a full-function installed spare on the front hood, ready for use if called upon. The windshield can be moved down and fixed on the front bracket, and the rear view mirror's angle is adjustable just like a real car. 4 opening doors are generally not worth a mention, but that is until you are able to open and lock them by turning the door handle. The seats feature comfortable soft foam cushions that are a little luxurious by 1939 standards. The dashboard displays the speed and timing of gear changes with the current mileage, 203 kilometers, this being about the distance driven from the Wolfsburg factory to Berlin. No doubt we are selling a new car here. You might find it hard to start your Type 82. Fear not. Der Startknopf drin. Also ein Aus- und Einschalter erst vor den Sachen, glaube ich vermute jetzt so, ist dort verbaut vorne, das ist so genial. As the start button is mounted on the lower left corner of the dashboard. As with other models in the FMS scale range, the steering wheel and axle are linked. When you steer the wheels, the steering wheel does the same. With 1/12 figures, a driver can be vividly displayed to add additional realism. The armrest in the front of the rear seats has 4 clips in the middle that fit into holes in the floor to hold 4 98K rifles. The rear seat backs can be lowered for easy access to supplies from the trunk. Great effort has been made to optimize the layout of the electronics to prevent the battery or receiver from taking up space in the trunk.
The trunk height of the Type 82 was designed to accommodate 20 liters oil, water jerry can, or to store weapons, ammunition, and food supplies. All these features are properly restored to make the user experience more fun. Abschlepphaken da vorne. Vielleicht kann man ja in die Kommentare schreiben, was das für Licht ist. Das habe ich nicht ganz verstanden, was das ist. Das ist gerade auf die Nacht, nur dass der kein Fremder sieht oder so, wenn du im Finstern fährst, dass du gerade die Straße siehst, aber es nicht nach vorne leuchtet oder was. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. We here at FMS hope you enjoy the Kübelwagen Type 82 as much as we did in bringing it to life in the form of this classic piece of wartime history. Wow. Ja, echt mega. Echt genial das Teil. Echt genial. Schauen wir mal die Specs durch. Was gibt der Kübelwagen? Maßstab 1:12. Ja. Genau, also in den 1930er Jahren ist der Bau geworden. Die ganzen 38 Entwicklungen zeichnen sich niedrige Karosserien, niedriges Gewicht aus, das leicht in großen Stückzahlen hergestellt werden konnte. Der luftgekühlte Boxer-Motor ist das Herzstück des Wagens. Das sind die ganzen historischen Geschichten. Das überfliege, die gehen die technischen Geschichten ein. Genau. FMS hat RocHobby hat große Anstrengungen unternommen, um die Anordnung der Elektronik zu optimieren, damit Batterie und Empfänger keinen Platz im Kofferraum brauchen. Die Kofferraumhöhe des Typ 82 wurde so konzipiert, dass ein 20 Liter Ölkanister, Wasser untergebracht werden oder Waffen, Munition und Lebensmittelvorräte verstaut werden können. Kanister und Waffen wie das 98K können später separat erworben werden. Die Fernsteuerung ist ein 4-Kanal, 2,4 GHz Fernsteuerung. Zusätzlich zu den Kanälen 1 und 2 für Gas und Lenkung kann ein dritter Kanal für die Gangschaltung verwendet werden und der vierte Kanal schaltet zwischen 4WD und RWD um. Ja. Das Beleuchtungssystem. Das Modell verfügt über eine fertig integrierte Lichtsteuerung, mit der die Scheinwerfer bei normalen Nachtfahrten einschalten können. Verknüpfte Blinker und Bremslichter befinden sich am Heck des Fahrzeugs. Die Tarnscheinwerfer können nur während der Nachtfahrt eingeschaltet werden. Die Verpackung, ist mir klar, wird wieder schicke Verpackung verwendet werden. Die Verpackung, ja sogar die Verpackung ist im Modell erwähnenswert. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichem Schaumstoff, der die deutsche Blechmunition aus dem Zweiten Weltkrieg simuliert. Die wiederverwendbare Schachtel kann lange Transportwege überstehen und ist leicht zu lagern. Also wieder eine coole Verpackung, finde ich echt cool. Genau, eingebauter Bürstenmotor mit hohem Drehmoment. Plastik, also Hartplastikkarosserie mit die entsprechend die ganzen Details, was wir gesehen haben, da drauf, das sind keine Aufkleber oder irgendwas, sondern ist mit Tampondruck drauf gemacht direkt. Vier-Rad-Einzelradaufhängung, also hinten, das habe ich gar nicht gesehen, schauen wir noch mal die Bilder. Also Vier-Rad-Einzelradaufhängung hat das Ganze. Planetengetriebedifferentiale, Vorder- und Hinterachsen, hintere Portalachsen, der hat nur hinten Portalachsen, vorne der normale. Okay. Realistische 25er Zollreifen mit Ersatzteil, Nachbildung des luftgekühlten Vierzylinder-Boxer-Motors, Kühlgebläse mit Riemenantrieb, also praktisch der bloß saugt dort in die Luft und bloß den Motor rein, dass er nicht warm wird. Aufklappbare Heckklappe mit geräumigem Gepäckraum, servobetriebenes synchronisiertes Lenkrad, versenkbare Windschutzscheibe, winkeleinstellbare echter Rückspiegel, 4 zu öffnende Türen mit mechanischen Schlössern, weiche Stoffsitze, versenkbare Rückbank, perfekt für 1:12er Figuren, multifunktionale Beleuchtung integriert, alles mit Kugellager versehen, alles Vollmetallgetriebe, Antriebsfälle aus Vollmetall, also alles Metall, inklusive digitales proportionales Fernsteuerung mit 4 Kanälen, das haben wir schon vorher gemacht, inklusive 380 mAh Akku, 380 mAh Akku, das sind die ganz kleinen, bin ich gespannt, wie lange er damit fährt. Ja. Technische Daten, die Ding hat 317 mm lang, also 31,7 cm, 13,5 cm breit, 12,9 cm hoch, hat einen Radstand von 202 mm, also 20,2 cm,
eine Bodenfreiheit von 3 cm, die Reifen haben einen Durchmesser von 58 mm, Maßstab ist 1:12, haben wir schon gehabt, das Motor haben wir auch gehabt, 3 Servos sind verbaut, also 3x9 Gramm Digital-Servos, einerseits für die Gangschaltung, einerseits für das Schalten vom 4WD und 2WD, entsprechend maximal 8 km/h Geschwindigkeit, Fahrzeit pro Akku ca. 20 Minuten. Jetzt schauen wir uns mal die Bilder an im Detail. Schauen wir eine Studio, schauen wir uns das einmal an, oder? Also das, was ihr da seht, praktisch jetzt, das ist kein Pickel oder irgendwas, sondern wirklich mit Tampondruck aufgedruckt geworden. Ja? Die Spiegel kann man verstellen da entsprechend, die Türen kann man da aufmachen, da ist schon die Montage, das ist die Halterung fürs Gewehr drinnen entsprechend, das kann man umklappen, die Scheibe, sieht man schon die Türen offen sein, schaut mega aus. Auch das Cockpit cool mit einem Haltegriff da oben, schaut super scalig aus. Schaut so cool aus mit den Türgriffen. Hinten sieht man den Motor mit der Auspuffe und der Motor saugt ihm da hinten über den Riemenantrieb auch Luft an wirklich. Und ich sehe es jetzt nicht, aber hinten hat er auf jeden Fall Portalachsen. Schauen wir, ob man vorne sieht, da und vorne hat er glaube ich keins, was ich schon sehe. Leergewicht hat nur 760 Kilogramm gehabt, das Ding. Extrem leicht. Okay, da ist der Schalter verbaut, der Stromanschluss, da kommt da der Lippe rein. Der Auspuff hinten wieder sieht man durch, das sagt er, da kann ihm die Luft ansaugen, da ist die Heckstoßstange, die Lichter entsprechend. Da sieht man, wenn die Windschutzscheibe umgelegt ist. Da ist die Heckbank, was man aufklappen kann praktisch, wo man das Scale-Zeugs verstauen kann. Also macht echt was her, das Teil. Schaut wirklich mega aus. Schaut so cool aus. Sieht man das als Skidplate. Ja, vorne hat er nicht, hinten hat er Portalachsen, vorne hat er normale. Und das ist aber alles, was ich gesehen habe, Metall da vorne, die Aufhängung, die Einzelradaufhängung. Und der hat da auch wirklich Einzelradaufhängung. Jetzt sehe ich es erst, das waren die Feder, was man vorher gesehen hat im Bild, im Video. Der hat wirklich alle 4 Radl sind einzeln aufgehängt. Das ist cool, da haben wir mit den CVDs drinnen entsprechend. Schaut mega aus. Das ist cool, das Modell in 1:6. Oh, das wäre super. 1:12 ist auch cool. Schauen wir uns die Action-Videos an, wie das ausschaut. Also macht schon was her, sehr scalig, wenn da jetzt noch eine Vorderfigur drinnen sitzt und ein bisschen so ein Alterungseffekt drauf macht auf das Fahrzeug, ist es sicher mega. Die Reifen scheinen auch ziemlich wach zu sein, jetzt was ich da sehe, die geben schon ein bisschen nach, das Ding hat ja kein Gewicht, also federt schon ein. Gut aus. Bin ich gespannt, ob das der Metall ist da vorne oder? Es schaut nicht Metall aus, aber sehen wir dann wenn ich es original habe, dann zum Auspacken. Also das Ding macht echt was her, man sieht wahrscheinlich die Reifen, wie die nachgeben, also ist die Mischung, Gummimischung anpassen. Macht echt was her, schaut vorne metallic aus, das Ganze, die Vorderradaufhängung. Ist auch alles Metall, dass die Spiegel nicht so schnell abbricht. Cool, schaut mega aus. Schaut mega aus. Was sagt ihr dazu zum RocHobby Kübelwagen Typ 82? 329 €, Preis finde ich okay jetzt, sage ich mal, für das was geboten wird mit schaltbaren Zweiradantrieb oder Allradantrieb mit Zweiganggetriebe, mit dem Detailreichtum, was das Fahrzeug hat, ist es schon Hammer. Also man wirklich, ich bin schon gespannt. Ich kann jetzt nur Vorschusslobbeeren geben mit was das Fahrzeug halt jetzt, was ich sehe am Video oder was, ja. Aber von dem her finde ich es echt mega, ja, und ja, was sagt ihr dazu zum Kübelwagen? Würdet ihr euch den holen oder nicht, oder was? Bloß ist euch Sachen. Ich liebe meinen kleinen Fahrzeug, jetzt kommt die richtige Saison wieder zum Fahren
Und da würde ich dann auch den Jimmy hernehmen und den Jeep hernehmen zum Fahren auf die Indoor-Strecken. Und da freue ich mich schon richtig aufs Fahren entsprechend. Würde mich echt über euer Feedback zum Kübelwagen freuen, was ihr dazu sagt. Wenn euch das Video taugt hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren und wir hören uns beim nächsten Video. Falls wir uns nicht mehr hören, was ich glaube, was nicht passieren wird, aber falls wir uns nicht mehr hören, sicherheitshalber, wünsche ich euch alle einen schönen Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber davor hören wir uns sicher noch. Und mögen eure Wünsche alle in Erfüllung geben und viel Gesundheit in dieser Zeit und ciao, euer Gery, bis zum nächsten Mal. Baba!